Herzlich willkommen zum 4. Springen dieser Vierschanzentournee, zum großen Finale hier in Bischofshofen im Salzburger Land. Ich begrüße meinen Co-Kommentator und Experten Tim Eppler wieder neben mir. Hallo Simon. Jetzt sind wir hier noch die Highlights des letzten Springens aus Innsbruck. Ja, es war eine spannende Sache dort. Der Mexikaner, der dann die Führung übernommen hat und dann der schlimme Sturz, der schlimme Sprung vom Amerikaner Mason. Er hat die Landung etwas überschätzt und dann hier sehen wir den Sieger, den Mexikaner, wie er dann auf das Podest gehüpft ist. Hier der Siegespreis, dieses wunderbare Auto gibt es dann für den Gesamtsieg zu gewinnen. Bischofshofen im Herzen des Salzburger Lands, ja, seit 5000 Jahren besiedelt, allerdings nicht seit 5000 Jahren ein Skispringen. Dieses Skispringen dann doch eher etwas später eingeführt. Ja, hier der Metal-Bus. Traditionell kommt die Metal-Tour ja auch eher noch vor und wir haben dann eine Heavy-Metal-Untermalung bei der Siegerehrung. Das ist auch eine Tradition, die sich eingebürgert hat hier im stockkatholischen Österreich. Und jetzt die Schanze. Hier sehen wir sie, die Großschanze. Die Großschanze hier in Bischofshofen. -1 Grad und es hat geschneit, Tim. Ja, da muss man aufpassen wegen Lawinengefahr. Und dann kommt noch die grosse Schanze dazu. Also da werden die Springer sicher ein bisschen Angst haben. Es wird ein forderndes Springen und wir können wahrscheinlich viele Punkte erwarten. Nochmal die Regelerklärung, der rote Strich, der Median mit 10 Punkten, die grauen Striche davor geben Abzug, jeweils 1 Punkt. Danach plus 1 Punkt und auch wieder die neue Landungsnote, 5 extra Punkte. Auf allen 4 Rädern bei der Landung und auf allen 4 Rädern in der Endposition. Allerdings muss man sagen, wir haben noch keine Landungsnote gesehen. Bis jetzt wird das vielleicht heute der Fall sein auf der Großschanze. Gut, der erste Springer, es macht sich bereit, Jan Schäfer, traditionell hier im Porsche. Er hat wirklich gute Erfahrungen auf der Großschanze. Wir haben gesagt, wenn es schwierig ist, ist er dabei. Oh, schön! Auf die Landung! Das ist richtig runtergekommen! Das ist die Doppellandung, allerdings von der Weite nicht so gut. Wir sehen hier die Drehung während des Flugs und dann perfekt gelandet. Perfekt mit der Backside-Landung. Eigentlich eine schwierigere Landung, aber gewisse Fahrer haben sie ja lieber als vorne zu landen. Und dann kann er alles halten. Er rasiert hier fast noch einen Zuschauer um, aber wir haben Glück gehabt hier neben uns, neben der Kommentatorenbox und positioniert sich hier mit einer Distanz von 7 und den Doppelbonusnoten mit 17 Punkten. Markiert er hier schon die erste Duftmarke. Und jetzt kommen wir zum Japaner Hayato Takahashi. Er springt hier um den Gesamtsieg. Er muss hier richtig etwas in den Berg bringen, damit das reicht für diesen Gesamtsieg. Der Druck ist gross. Hier der Trainer, der ihm die Freigabe gibt. Und er ist sehr gut weggekommen. Sehr weiter Sprung. Er kommt direkt in den Zielraum, aber die Landung, eines seiner Kunststücke, was er eigentlich ja sehr gut kann, das hat er total versagt. Ja, da hat es ihm definitiv den Schnuff verschlagen. Ja, hier, aber das ist also wirklich gigantisch, diese Weite vom Japaner Hayato Takahashi, das ist die 15. Oh, das tut nur weh beim Zuschauen. Allerdings die Landung, das ist das Problem, oder? Wie gumpet, viel Power drin gehabt. Und dann wahrscheinlich zu wenig Kraft für die Landung. Ja, genau. Also ja, du lachst, aber es ist natürlich so, dass man entweder da Weite oder Landung... Ja, da schüttelt es die durch. Genau. Und daher hat er hier die Landung nicht genau in den Berg bringen können, kommt jetzt mit der 15, aber trotzdem, obwohl er keine Bonuspunkte hat, sehr nahe an Jan Schäfer. Und wir sehen Bartosz Nowak. Was bringt der Pole? Was kann er? Er hat ja bei der Landung jeweils immer ganz knapp versagt, teilweise auf der Bande gesessen. Ob das wieder so sein wird auf diese Großschanze. Jetzt der Pole am Absprung. Wunderbar geflogen! Ist auch wieder! Und wieder weit, aber wieder hat es ihn aus dem Zielbereich hinaus katapultiert. Er dreht sich in der Luft noch, probiert sich ein bisschen zu fangen und dann... Ja, dann ist die Dachlandung Aufprall. Die Dachlandung mit dem Aufprall vorprogrammiert. Eigentlich ein Déjà-vu
vom Japaner und dann allerdings mit zu viel Power hier gelandet und rausgespickt. Ja, da hoffen wir natürlich, dass es ihm gut geht. Wir sehen ihn eingeblendet. Er steht auf jeden Fall wieder 15 jetzt auch ex aequo mit dem Japaner Hayato Takahashi auf dem 2. Rang. Jetzt Anton Wagner. Was wird er uns zeigen? Womöglich sein letzter Sprung an der Vierschanzentournee. Ja, er hat bis jetzt, der Routinier hat bis jetzt noch nichts gezeigt. 3x5 Punkte aktuell jetzt und vielleicht jetzt das letzte Springen für ihn. Wäre natürlich schade. Was passiert mit ihm? Oh, ja, er hat jetzt überhaupt gebraucht. Also das habe ich noch nie erlebt, so etwas. Das ist ein Totalversagen mental. Er liegt hier auf dem Rücken wie ein Käfer, wie Gregor Samsa bei Franz Kafkas Verwandlung. Liegt er mit dem Rücken hier im Berg. Ach, wie schade. Eine so große Karriere nimmt ein so dramatisches Ende hier. Was sagen hier die Punktrichter? Gibt das überhaupt noch eine 5? Ja, das ist... Kann man den Sprung auch wiederholen? Eigentlich ja. Eigentlich ist das nicht erlaubt. So vorgesehen. Man muss ihn hier aus dem Berg bergen. Ja, ich habe es erwartet. Nuller Distanz. Tragisch dieses Ende. Allerdings hoffen wir, er kommt gesund jetzt von diesem wirklich, also einem miserablen Sprung. Das muss ich sagen. Also ein so Ausnahmekönner, der jetzt einfach nochmal die letzte Saison forciert hat. Das sieht man, ja, das sieht nicht gut aus. Und ein Applaus hier aber noch einmal zu Recht für den Routinier. 0 Punkte, trauriges Ende an der Vierschanzentournee. Jetzt der Schweizer Anton Gaviezel. Kann er noch etwas erreichen hier? Kann er noch um den Gesamtsieg mitspringen? Das ist die große Frage. Das müsste ihm liegen, die Großschanze. Vor allem von der Aerodynamik her. Genau, er ist leicht, kann gut fliegen. Jetzt muss er nur die Landung stehen. Genau, die Landung, das wird das sein, wo er diese Vierschanzentournee entschieden wird. Und er kommt weiter aus. Oh, das ist unglaublich schön! Ganz schön, Pirmin! Ist das ganz schön geflogen. Schau mal, durch die Luft durchgeflogen. Richtig schön aerodynamisch. Und dann kommt die Landung super. Also perfekt. Also man könnte sagen, das ist schon fast ein 20er in der Landung, wenn es den geben würde. Das ist also grandiose Skisprungkunst, die wir hier sehen. Technisch ganz schwierig, was er da zeigt. Pirmin Gaviezel mit dem 15,55er, die 25, die Perfektnote hier. Und wir sind gespannt, ob das in der Endabrechnung dann gegen den Japaner überhaupt reicht. Wunderbar hier, 25 Punkte, das dürfte reichen nach meiner Berechnung, aber wir wollen noch nichts zu früh verschreien. Wir haben noch ein paar Springer, die wir hier sehen, vor allem den Gesamtführenden hier, José Luis Ramírez. Er ist jetzt natürlich unter Druck. Er ist extrem unter Druck. Was liefert er auf diese Großschanze? Was kann er erreichen? Er kommt schlecht weg! Ganz landet auf dem Rücken. Da dreht es ihn ab. Es dreht ihn ab. Ist vielleicht auch noch in der Druck gewesen. Wo kommt er auf? Schwer zu sehen. Ja, das ist er ist schon viel zu früh aufgetreten. Ich habe zuerst gedacht, es war eine 10. Dann wäre ich habe gedacht, es war ein bisschen weiter gewesen, aber man sieht es in der Wiederholung. 5 Punkte, also das müssen 5 Punkte sein. 5 Punkte, das sollte für Gaviezel jetzt eigentlich reichen für den Gesamtsieg. Der Überraschungsmann aus Mexiko hatte hier das Nervenflattern. Der bunte Hund, der hier auf dem Rücken im Zielgebiet zu liegen kommt. Ja, hättest du das erwartet auf der Großschanze vom Mexikaner, Tim? Er hat so einen soliden Eindruck gemacht, ich habe gedacht, er zieht das durch. Allerdings haben hier wahrscheinlich die Nerven versagt. Die 5 jetzt hier auf der auf der Zwischenrangliste. 4. nur, José Luis Ramírez. Und das könnte jetzt eigentlich schon die Entscheidung gewesen sein. Wir schauen hier noch einmal nach der Schanze hoch. Die Situation aktuell sieht es wirklich nach viel Schnee aus. Und was ist das jetzt hier? Wir haben eine Lawine. Wir haben es noch gesagt. Das muss jetzt das Rennen abgebrochen, muss der Sprung, dieses Springen hier abgebrochen werden. Aber noch Hirschfamilie, hast du gesehen? Hier haben wir etwas, da die Hirsche, die haben es leider nicht geschafft. Dann gibt es heute Abend Rehpfeffer im Hotel. Allerdings das Zielgebiet unbehelligt. Die Hirschfamilie wurde überschüttet. Das tut uns natürlich leid.
Nur die Stärksten mögen überleben. Die 3 Hirsche dort waren nicht die Stärksten. Jetzt! Er auch nicht einer der Stärksten, der Nein. Mason Brown. Absolut, danke für die Überleitung. Wunderbar, Mason Brown mit dem Dodge Charger. Sein Gewicht könnte ihm hier zum Verhältnis werden, wenn wir jetzt auch sehen, wie die anderen Springer hier die Schanze runtergekommen sind. Es drückt ihn da wahrscheinlich tief rein. Au. Und schon wieder Mason Brown. Schon wieder Mason Brown mit dem Rechtsdrall. Ja, das ist Nicht gut weggekommen. ganz schlecht und da hat er wirklich, also er hat gut an Höhe gewonnen, aber er war dann zu vertikal. Also da muss ich sagen, er ist nicht richtig horizontal weggekommen, sondern hat eher nach dem Mond gestrebt und jetzt leider nur diesen 5 ernten können. Auch die Landung schlecht. Wir haben wieder tragische Bilder hier. Wieder hat es ein paar der Zuschauer leider getüpft. Ja, eigentlich weiss man es ja, oder? Wenn der Mason Brown kommt mittlerweile. Ja. Müsste man wegstehen von diesen Bartischen. Sie tun jetzt so, als wäre nichts gewesen. Das verwirrt mich auch etwas. Tragische Bilder hier. Allerdings müssen wir das Sicherheitskonzept für das nächste Jahr überdenken, möglicherweise. Mason Brown reiht sich jetzt hier wieder auf der 4 ein, zusammen mit José Luis Ramirez. Jetzt Sir William Jones, der Letzte in diesem Springen. Kann er noch einmal alles gut machen? Wir haben es schon das letzte Mal gesagt. Dieses Springen für ihn eigentlich nur noch Makulatur. Es wird nicht auf einen Gesamtsieg reichen. Nicht einmal auf das Gesamtpodest allerdings. Schön weggekommen. Ja! Ja, Da hat gute er Weite. gut und schaffte noch die Landung. Jetzt haben wir etwas zu schnell einen Schnitt gehabt. Kommt er noch auf allen 4 auf oder wird das nicht mehr reichen? Ich denke zwar nicht. Ja, da kommt er schön auf die 9. Und nachher auch bei der Landung, du hast gesagt, Ja, wir nicht sehen so jetzt. ausgesehen, als ob er sich noch fangen konnte. Ich glaube, die Regie muss uns hier die Bilder noch einmal nachliefern. Hier kann er es, schafft er es noch einmal? Nein, nein, ich denke nicht. Nein, Nein, er das- kommt hier auf dem Dach zu liegen. Ja, sogar noch ein kleiner Defekt. Total die Distanz auf 9, ja. Und damit kommen wir zur Endabrechnung. Und ich habe es schon gesagt beim letzten Springen. Es hat jetzt die Metal-Musik, wunderschön, die einzige Metal-Band mit Blockflöte. Es hat hier für den Sieg in Bischofshofen gereicht, für Pirmin Caviezel, den Schweizer. Und Hayato Takahashi zwar gut gesprungen, weit gesprungen, aber die Landung nicht in den Schnee gebracht. Die Endabrechnung hier, Pirmin Caviezel Caviezel, sehr als schön. Gesamtsieger. Bravo! Bravo, Pirmu! Das ist Ah, ja. wieder mal ein Schweizer Sieg an der 4-Schanzentournee. Ja, wieder mal ein Schweizer Sieg hier bei der Vierschanzentournee. Er hat Hayato Takahashi, den Meister, gezeigt, der mit einer fantastischen Leistung ja während den ersten 3 Springen top geliefert hat. Ja. Jetzt die Siegerehrung Bischofshofen. Hier Caviezel auf dem ersten Platz. Wir haben 2 dritte Plätze. Der Japaner teilt sich diesen mit dem Polen Bartosz, Novak Takahashi und Jan Schäfer auf dem 2. Platz. Ja, und jetzt der große Moment. Das neue Auto für den Gesamtsieger der Vierschanzentournee 2020-2021. Wir sind alle bereit. Wir sehen schon, die Partylichter sind eingeschaltet. Und die große Siegerehrung zu dieser Vierschanzentournee. Ja, Auch für ihn ein grosser Moment. natürlich. Hier fährt der dritte Jan Schäfer aus Deutschland. Da wird seine Familie sicher stolz sein. Auf jeden Fall, er hat natürlich vieles erreicht. Nochmal die Highlights jetzt hier von seinen Springen hier in der Doppelschanze. Gar nicht gut angefangen, der Jan Schäfer, das erste Springen. Nachher aber kontinuierlich aufgedreht. Und dann vor allem die Landungen auch gestanden. Wir sehen hier noch einmal sensationell diese Landung. Das ist der große Moment. Einer meiner großen Momente dieser Vierschanzentournee. Grosse Klasse, was er da zeigt. Absolut gigantische Klasse. Und wir kommen zum zweiten, zum Hayato Takahashi aus Japan. Schon ein bisschen eine Überraschung, dass er so lange mitgegeben hat. Wirklich jetzt bis am Schluss. Aber trotzdem würde ich sagen, verdient. Oder? Sehr verdient, auf jeden Fall. Der große Gesamtführer ja, aus Mexiko leider nicht dabei hier in der Endabrechnung. Da hat er komplett versagt. Hayato Takahashi hingegen dann wunderbar hier. Nochmal die Bilder von seinen großen Sprüngen. Und hier der große Gesamtsieger.
Pirmin! Damit habe ich auch gleich hier den Champagner für uns in der Kommentatorenbox aufgemacht. Pirmin Caviezel. Ja. Noch ein paar Highlights von ihm. Wir haben alle schon fast nicht mehr daran gedacht. Ich schenke uns hier jetzt, damit die Audiokulisse auch verständlich ist, uns diesen Champagner ein. Da sieht man nochmal seinen Sprung. Der perfekte Sprung, den er angelegt hat. Das ist die perfekte 25, dass wir das noch zu sehen bekommen. Sensationell hier der Gesamtsieger. Wir sehen auch noch sein Ersatzrad. Dann bitte ich dich hier... das ist nicht das Ersatzrad, das ist der Pokal. Das tut mir leid. Der hat ja in diesem Jahr geändert. Das habe ich total vergessen. Ja, dir, Simon. danke vielmals, Tim, für Danke deine dir. wunderbare Expertise hier bei dieser 4-Schanzentournee. Ich denke, beim nächsten Springen dürfen wir wieder auf deine Gunst zählen und dich wieder hier begrüßen, hoffe ich. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei, solange ich nicht hier irgendwo von einem Auto getroffen werde in den kommenden Springen. Wenn das Geld stimmt, bin ich auch wieder dabei. Wunderbar, ja, dann machen wir noch ein paar Franken drauf und sehen uns nächstes Jahr wieder.